Schön, dass du heute wieder Zeit fürs Deutschlernen hast. Stell dir vor, du bist auf Reisen und willst ganz einfach sagen, wo du bist. Aber genau da kommt der Zweifel. An, auf, in? 3 kleine Wörter, die unterwegs alles verändern können. Wenn du beim Reisen sicher sprechen willst und solche Momente endlich entspannt meistern möchtest, bleib unbedingt bis zum Ende dabei und folge dem Kanal für weitere echte Alltagssituationen. Damit du diese Präposition nicht auswendig lernst, sondern wirklich verstehst, gehen wir jetzt direkt in eine Reiseszene aus dem Alltag. Hör aufmerksam zu und achte darauf, wie an, auf und in ganz natürlich benutzt werden, auch wenn du noch nicht jedes Detail greifen kannst. Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Bin ich hier wirklich am richtigen Bahnsteig? Ja, keine Sorge. Der Zug nach Berlin hält genau hier. Gut, danke. Ich war vorhin noch im Zug und habe kurz auf dem Bahnhof etwas gegessen. Verständlich. Wenn man unterwegs ist, verwechselt man schnell, wo man gerade ist. Total. Vorhin war ich noch in der Stadt. Jetzt stehe ich hier und hoffe, dass alles klappt. Das klappt schon. In ein paar Minuten sitzt du wieder im Zug und bist auf dem Weg. Vielleicht hast du dich in dieser Situation wiedererkannt. Unterwegs zu sein heißt oft, kurz unsicher zu werden und trotzdem weiterzumachen. Jetzt schauen wir uns die Wörter aus dem Dialog an, die genau solche Reisemomente beschreiben. Nimm dir Zeit dafür. Sie helfen dir, Orte klar zu benennen und dich unterwegs sicher auszudrücken. Der Bahnsteig. Der Ort am Bahnhof, wo man auf den Zug wartet. Beispiel: Ich stehe auf dem Bahnsteig. Vorhin. Kurz vor jetzt, nicht lange her. Beispiel: Ich war vorhin im Zug. Verständlich. Etwas ist klar und man kann es gut verstehen. Beispiel: Deine Sorge ist verständlich. Unterwegs. Nicht zu Hause, sondern auf dem Weg. Beispiel: Ich bin unterwegs in der Stadt. Verwechseln. 2 Dinge falsch zusammendenken. Beispiel: Ich verwechsle den Bahnsteig. Klappen. Etwas läuft gut und ohne Probleme. Beispiel: Die Reise klappt gut. Jetzt kennst du die wichtigsten Wörter aus dem Dialog. Der nächste Schritt ist, sie selbst aktiv einzusetzen. Wir schauen uns die Szene noch einmal an. Diesmal fehlen ein paar Wörter. Keine Sorge, hör auf dein Gefühl und setze genau die Wörter ein, die du gerade gelernt hast. Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Bin ich hier wirklich am richtigen Bahnsteig? Ja, keine Sorge. Der Zug nach Berlin hält genau hier. Gut, danke. Ich war vorhin noch im Zug und habe kurz auf dem Bahnhof etwas gegessen. Wenn man unterwegs ist, verwechselt man schnell, wo man gerade ist. Total. Vorhin war ich noch in der Stadt. Jetzt stehe ich hier und hoffe, dass alles klappt. Das klappt schon. In ein paar Minuten sitzt du wieder im Zug und bist auf dem Weg. Super! Du hast die Wörter im Text aktiv eingesetzt und gesehen, wie man Orte beim Reisen beschreibt. Jetzt ist der perfekte Moment, um einen Schritt tiefer zu gehen und die Regeln für die Präpositionen an, auf und in zu verstehen. So kannst du nicht nur Orte nennen, sondern genau sagen, wo du bist und wohin du unterwegs bist. Klar, richtig und selbstbewusst. Präpositionen an, auf und in. Wie wir im Dialog gehört haben, spricht Mia über verschiedene Orte und Situationen. Sie sagt zum Beispiel, dass sie am richtigen Bahnsteig steht.
dass sie auf dem Bahnhof etwas gegessen hat und dass sie gleich wieder im Zug sitzt. Genau diese 3 Präpositionen an, auf und in schauen wir uns jetzt genauer an. Wofür benutzen wir an, auf und in? Diese Präpositionen benutzen wir, um zu sagen, wo jemand ist oder wohin jemand geht. Sie helfen uns also, Orte genauer zu beschreiben. An benutzen wir oft bei Linien, Rändern oder festen Punkten. Auf benutzen wir bei offenen Flächen oder Orten, die man wie eine Fläche denkt. In benutzen wir, wenn etwas drinnen ist oder als Raum gesehen wird. Das klingt erst einmal viel, aber mit Beispielen wird es ganz klar. An, nahe an einem Punkt. Im Dialog hören wir am richtigen Bahnsteig. Der Bahnsteig ist ein klarer Punkt, ein bestimmter Platz. Deshalb sagen wir an dem Bahnsteig, kurz am Bahnsteig. Weitere Alltagsbeispiele. Am Fenster, am Eingang, an der Haltestelle. Hier geht es immer um Nähe zu einem festen Punkt. Auf einer Fläche oder einem Ort. Mia sagt im Dialog, auf dem Bahnhof. Der Bahnhof wird hier als Fläche gesehen, als Ort, auf dem man sich bewegt. Deshalb benutzen wir auf. Weitere Beispiele aus dem Alltag. Auf dem Platz. Auf dem Markt. Auf der Straße. Man ist dort, bewegt sich vielleicht, aber man ist nicht drinnen. In, drinnen oder im Inneren. Im Dialog hören wir im Zug, in der Stadt. Hier ist man klar drinnen. Der Zug ist ein geschlossener Raum. Die Stadt wird als Raum verstanden. Deshalb sagen wir in. Weitere Beispiele: im Büro, in der Wohnung, im Restaurant. Jetzt bist du dran. Überlege 3 kurze Sätze aus deinem Alltag. Einen mit an, einen mit auf und einen mit in. Sprich sie laut oder schreibe sie auf. Jetzt hast du gesehen, wie man an, auf und in benutzt, um Orte beim Reisen klar zu beschreiben. Mit diesem Wissen kannst du unterwegs präzise sagen, wo du bist und wohin du gehst, ohne Unsicherheit oder Zögern. Danke, dass du bis zum Ende bei diesem Video geblieben bist. Du hast den Dialog gehört, die Wörter verstanden, die Lücken geübt und einen ersten Einblick in die Präpositionen beim Reisen bekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und abonniere den Kanal, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Teile das Video gern mit deinen Freunden, die Deutsch lernen, denn gemeinsam macht Lernen noch mehr Spaß. Schau dir bei Bedarf die Lektion noch einmal an oder geh zurück zu früheren Videos, wenn du etwas festigen möchtest. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib neugierig, übe fleißig und bis bald. Schreib in die Kommentare, wo bist du unterwegs gerade? An, auf oder in?